Einen wunderschönen guten Abend, euer Grumpi hier. Ja, es ist soweit. Und zwar am 3. November, ja, nicht lange mehr her, wird Blizzard sein neues Mobile Game Warcraft Rumble rausbringen. Und es ist schon so, dass viele der Top-Streamer sagen, ja, es wird das beste Spiel des Jahres werden, ja. Und das hat uns natürlich ja auch dazu animiert, ja, ihr wisst selber, wir haben jedes Spiel von Blizzard immer mal wieder auch hier auf den Channels angetestet, ob es jetzt Hearthstone war, ob es aber auch Heroes of the Storm war, etc. Und natürlich werden wir auch kommend ab dem 3. November, das ist der Freitagmorgen, auch natürlich reinschauen, wie sich das neue Mobile Game gibt. Ja, und es kommt natürlich so ein bisschen auch auf euch an, ob ihr Bock drauf habt, immer mal wieder auch Warcraft Rumble mal mit reinzuschauen. Ja, ich bin mega gehypt darauf. Das Spiel soll ultra krass sein. Und in dem heutigen Video werden wir mal auf ein Video ranken von Old Guardian, der das ganze Spiel schon ein bisschen getestet hat, ja, und der uns vielleicht so einen kleinen Guide gibt, was man denn am Anfang drauf beachten sollte, ja. Vergesst nicht die Giveaway-Aktion, ja, die wir hier auch auf dem Channel starten, ja, für den besten Einstieg, ja, in dem Sinne so. Und jetzt Werbung in eigener Sache und dann schauen wir uns das Video an. Bis gleich, euer Grumpi. Ciao, ciao. Hallo Leute, wir sind kurz vor den 2000 Abonnenten, deswegen bist du noch kein Abonnent auf dem Channel, dann abonniere jetzt den Channel und nimm an unserem gratis Gewinnspiel teil, um ein 50-Euro-Bundle für Hearthstone oder dem neuen Mobile Game Warcraft Rumble zu gewinnen, ja, um maximalen Boost gratis zu bekommen. Ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das Abo drückt und die Glocke setzt. Ja, in dem Sinne, euer Grumpi. Jetzt geht's weiter mit dem Content. Bis dann. Ciao, ciao. So, und ich würde sagen, wir starten mal. Hello everyone, it's Old Guardian here. Welcome to Warcraft Rumble Beginner's Guide. In this guide I will tell you everything you need to know to get started in Warcraft Rumble, so that you don't mess up anything, you don't brick your account, you will get the best possible start for the game. Da bin ich gespannt. About leader choices, buying stuff in the game, completing the right types of content. Also es ist schon so, dass man am Anfang tatsächlich sich genau entscheiden muss, in welche Richtung man geht. Und dieser Guide soll das halt auf jeden Fall auch hier so ein bisschen so die Richtungsweisung geben. Your armies and some tips and tricks for the gameplay itself. So we have a lot of ground to cover. Let's go. First of all, very early in the game you're presented with your first leader choice. You win 2 easy battles. Na, das ist auf jeden Fall schon mal interessant, Leute, ja, für die morgen bzw. übermorgen starten werden, ja. Tier A, Baron, Rivendare, Tyrion Vordring und Grommash, Leute. Merkt euch das, Tier A. Ja, ich würde jetzt gar nicht so die ganzen Details da sehen, ja, aber ihr seht's ja hier, merkt euch das. Für den Fall, dass der eine oder andere da ein paar Euro reinpayen will oder so, schaut mal hier, ihr habt zum Beispiel hier auf der linken Seite Choose Your First Leader. Und wenn ihr da Jaina, Bloodmage Talnos und dann Grommash Hellscream habt. Ihr seht das ja selber, ne, wo Jaina sich einreiht, ja, oder wo beispielsweise auch Bloodmage Talnos sich einleist, Grommash picken. Hurra, hurra, ne? Then you get to choose your first leader. And this already sets things apart a little bit, because you're offered a choice between 3 leaders. And those leaders are random. So you can get some great leaders, you can get some weaker leaders. In general, okay, es ist also völlig random, welchen Startleader man bekommt. Leader that's kind of a brawly bruiser type, so that they can just go in and fight and do stuff. That makes life so much easier when your leader is big and chunky. So Baron Revendare, Tyrion Vordring and Grommash Hellscream would be the 3 best leaders that you could get. Baron, Tyrion, Grommash. Blackhand Hogger and Cairn Bloodhoof. But overall, don't worry about this too much. You will get more leaders quite soon. You will get 3 leader choices, probably already on your first day. So nothing is permanently lost no matter who you pick here. And in the end game, all leaders are playable. They just have very distinct playstyles and some are a lot more fragile than others. Okay, also am Ende kann man halt im Late Game alle spielen, aber am Anfang wäre es schon gut, wenn ihr einen aus der hier zu sehenden Tierliste seht. After picking up your first leader, you're introduced to the grid. And the grid is where you can get new troops and new leaders for your armies. And the grid can be kind of confusing. I have a longer video explaining every single detail about this, but what you need to know about this at the start is that you're being offered random troops that you can buy. So no 2 players are... Okay, also das ist interessant, ne? Du kannst dann, also sie nennen sich ja Minis, ne? Das sind dann diese Minions, ne? In dem Spiel und alle Leaders are offered on a 5-week rotation. Also ne, alle 5 Wochen werden die Leaders in diesem Store hier, nennt sich das, sich wechseln. Deswegen
verschwendet nicht so viel Gold für die Upgrades, sondern dadurch, dass sie halt nur limitiert verfügbar sind, kauft einfach so viele wie es geht, upgradet später. Das ist halt so die Message hier. Exactly the same options. You will eventually get all of them, but that's going to take quite some time. So you will not be able to build your ideal army composition right at the start, but don't worry, you can make do, you will be just fine. Okay, das ist interessant. When you buy something from the grid, it resets the row and it resets the column where you buy from. So those will then have new stuff available for you to buy. Okay. Another important thing is that leaders are offered on a 5-week rotation. Alliance Leaders, Beast Leaders, Undead Leaders. Ja, man kann es ja schon sehen, dass auch wieder jetzt hier die ganzen Fraktionen auch wieder eingeführt worden sind. Ne? Ihr seht jetzt hier Undead, ihr seht aber auch hier Horde. So you can't buy all the leaders immediately, you will get them on a rotation. You can still get leaders that are not in the rotation at the moment from your random choices that you're offered sometimes. And another thing about the grid is that you want to buy as many different minis as you can at the start. Later on you will also use grid to upgrade your minis, but first try to pick up as many different ones as you can, because that's going to be important for you in order to progress well in the game. And that's because of how collection level works. Collection level, as you can see here, I have new unit bonus plus 946 experience. And going from level 1 to level 2 is going to cost 2 experience. So yeah, that's quite a lot. Okay, also es scheint so, dass dieser lilane Diamant dann auch die XP bedeutet. Und also New Unit Bonus, Quests geben so viel. Leveling up your own, upgrading their rarity increases your collection level. Also je nachdem, wo die stehen, kosten sie halt mehr, ne? Improving your collection level just improves your progression through the game. You get collection level when you get new minis. You get collection level when your minis are leveled up, and you get collection level when you upgrade the rarity of your minis. Okay. So then you get more XP for everything. Note that the XP needed to level a mini increases exponentially, so you're going to need a ton of XP later on, which means that the early levels are really easy to get, and those early levels will then improve. Okay, also du kriegst für alles hier XP, wenn du diese Sachen halt machst oder kaufst oder boostest. Aber das ist ja halt im Fall überall so. So everyone gets these 5 minis at the start. Everything else is going to be a little bit random. So you get Griffin Rider, Darkspear Troll, Null Brute, okay, das ist halt, das sind die Start-Minions. Flyer that deals pretty decent single target damage. Darkspear Troll, a ranged unit, Spear Thrower, pretty decent single target damage again. Null Brute is a tank that deals AoE damage in the near vicinity. Chain Lightning is a fast casting spell that deals area damage, but not a whole lot of it at once. And Safe Pilot is an unbound mini. Okay, also das sind die 5 Startminis, die du hast, ne? Griffin Rider, Darkspear, Stroll, Gnollbrut, wobei er sagt, der Safe Pilot, das ist der hier unten, den ihr seht, der ist im Top-Tier am Ende, auch in den ganzen Top-Kompositionen. Und hier macht es Sinn, auch diesen schon zu leveln. Ja, man soll ein bisschen vorsichtig sein. Ne, hier Chain Lightning, Griffin Rider, aber Safe Pilot, das steht auch nochmal hier unten, Safe Pilot is a top-tier unit that you will use a lot. Also, da könnt ihr ruhig auch XP reinstecken zum Leveln. Den werdet ihr in anderen Gruppen noch brauchen. Typically, you don't want your entire team to consist of unbound minis, but you will need some in order to make good progress. And Safe Pilot, you can just choose Safe Pilot somewhere, it crashes, deals damage, and then it starts going. Interessant, auf jeden Fall. And Safe Pilot is a top-tier unit overall in the game. You will use that a lot, and you already get it for free at the start, so that's awesome. War gut zu wissen, dass man da schon mal alles reinpayen kann. Pretty well in PvE with this. It could use another fast unbound mini perhaps, so that you could grab chests and do things across the map a little bit better, and maybe a little bit of area damage, but overall this is not a bad team to start with at all. Actually, like almost all the minis in this game, many are situational though, but still, there's fun uses for just about. Okay, jetzt gibt's hier noch eine Info. Some notable minis that you will want to buy early on. Also das sind halt die aufgeführten Minis, die man unbedingt kaufen sollte, sollten sie dir angeboten werden. Ne? Quillbore, Earth Elemental,
die Jägerin, die Harpie, die Fierce Bandits, der Drake und Gargoyle. Every unit that you can think of. Still, there are some units that you might want to pay a little bit of attention to if you happen to find them from the grid. First and foremost of those would be the Quillbore. Quillbore is a cheap, unbound tank, and it's really super flexible and goes into practically Okay, also der Quillbore soll man kaufen, weil er einfach nur günstig ist. Another unbound tank, a little bit more expensive, also only tries to target towers and enemy bosses, so it's a little less flexible than Quillbore, but if you don't get the Quillbore, then Earth Elemental could... Okay, eins von beiden sollte man haben, als Tank. Huntress is one of the stronger units in the game, very strong cleave unit. Okay, die Huntress ist einfach nur wegen dem Cleave, ne? Wegen dem AOE. I like Harpies a lot. Harpies are high damage flying unit. They're really fragile, but they deal a ton of damage to single targets. Defiance Bandits are great. They're a cheap cycle unit. You can easily get through your deck with okay, that. Cool. And they also Harpie ist hat riesen Schadenspotenzial. Ist zwar fragil, aber sie fliegt halt. Both flyers and die Banditen stunnen. Flexible as well. And then either Gargoyle or Meat Wagon. Those are very strong units against bosses. Und die Gargoyles und der Fleischwagen, die sind einfach nur dafür da, weil sie halt stark gegen Bosse sind. Der Drache ist ein AOE. So those would be some of the units that I would look out for the most at the start, but you really want to just... Also haltet Ausschau, ne? Das ist so die Message in der Kategorie. Bei Quillbore und bei Earth Elemental sollte man eins von beiden haben und alle anderen sollte man in jedem Falle kaufen, weil sie im Laufe des Spiels halt Eigenarten mitbringen, die man immer wieder gebrauchen kann. Ne? Wobei auch hier, so wie bei Quillbore und Earth Elemental, beim Gargoyle und beim Meatwagon das gleiche ist, eins von beiden sollte man für Boss-Killing sich kaufen. Buy a lot of stuff. A couple of notes about building your army. Pay attention to the average cost of your army. So for example, here's one of my armies. This is a Merkai army. Average cost is 2.9, so this is quite cheap. And when your average cost is low, that means that you get to play a lot of minis, and then you will cycle through your deck quite quickly, which means that you will get those minis available again. And that means that you are able to respond to all sorts of situations. Okay, also hier ist es so ein bisschen so, jeder, der Clash Royale kennt, der wird das kennen. Achtet immer auf eure Average-Kosten, die hier unten stehen. Ja, dass die Minis halt, 2 Gold kosten, 3 Gold kosten. So kommt man halt häufiger durch das Deck durch und kann die erneut spielen. Das heißt, man sollte man sollte ein homogenes Deck bauen, wo nicht nur teure sind, sondern sich wirklich die Zeit dafür nehmen, einen gesunden Durchschnitt zu bauen. Klar, so wie auch in Clash Royale, kann man natürlich ein ganz günstiges Deck mit nur günstigen machen, dann cycelt man im Prinzip durch, aber solltet ihr hohe Deckkosten, hohe Mini-Kosten mit verbauen, dann sollte sich das wahrscheinlich auf eine Unit beschränken, sodass das Ganze noch irgendwie homogen bleibt. Need a counter unit against something specific. Can you find it? If all your minis cost like 6 or 5, you're playing them out very slowly, so you get to replace them very slowly, which means that you just can't find the right answers in time. The average cost needs to be low enough, so that you will find what you need when you need it. Es wird auch immer wieder von Unbound Units gesprochen, so wie hier auch, 1 or 2 Unbound Units to react. Also entfesselte, Unbound ist ja am Ende entfesselte Units. Da weiß ich noch nicht 100%, was damit gemeint ist, ja. Ich hätte mir vorstellen können, dass sie halt in allen Decks spielbar sind, aber dadurch, dass man drauf reacten kann, ist es anscheinend irgendwie anders gedacht. Da müssen wir noch mal im Laufe des Videos drauf achten, was genau Unbound-Minions sind. Ansonsten, wer es hier weiß, kann es auch gerne in den Kommentaren da lassen. Other considerations that you should pay attention to when you're building your army. You usually want at least 1 or 2 unbound units, so units that you can place anywhere on the map so that you can react to situations on the map very flexibly. You need at least 1 tank so that you have somebody who can take hits and help your other minis succeed. Some area of effect damage, because sometimes there's squad units that coming. Aber interessant. Huge swarms that you need to be able to. Am Ende ist die Message ja gleich. Ihr solltet einen Tank haben, ihr solltet was für Flug haben, ihr solltet was für Boden haben. Das ist ja in allen Spielen gleich, ne? So that you will be able to take down big enemies and a balance of units that fly and units that are on the ground, because both have their strengths and weaknesses. As you start building your army, the game is going to start offering you stuff to buy from the shop with real money. Yeah, I mean, games, they want you to buy stuff remarkable, I know. So,
what do you do with your money if you want to spend any money on this game? There's going to be a bunch of time-limited bundles. They're offered to you at regular intervals, so don't feel too pressured about them. There's always more to come. Evaluate them mainly based on the number of coins they give you and the number of Mini-Stars that. Okay, ja, das ist halt interessant, ne? Also es gibt zeitlich begrenzte Bundles, die man auch kaufen kann. Zum Beispiel, wie ihr seht hier oben, ne? Für einen Tag gibt's das Horde-Package. Wobei die Minis immer 90 ne, kosten und die Leaders halt 120 Coins kosten. Hier habt ihr mal ungefähr so einen Vergleich. 90 Coins sind 99 Cent. Hier steht auch die XP-Tombs. Also das sind die euch XP boosten. Die sind am Anfang sehr schlecht. Weil es ist am Anfang ganz gut, langsam zu leveln. Für das Collection-Level. The only way to get minis is to buy them with coins. Regular troops cost 90 coins and leaders cost 120 coins. Interessant. XP tombs are generally bad early on, because remember that collection level. That means that you get more XP from everything. When your collection level is low, the value of a tome is low because it doesn't give you much experience. Once you get your collection level up, then the value of tomes is slowly beginning to improve. And by far the best thing that you can buy in this game from the shop is the Arite Booster. It's a Okay, also jetzt kommen wir zum Interessanten. Er sagt ganz klar, aber wenn das Beste, was du kaufen kannst, wenn du reinpayen willst, Arite Booster. Das ist ein permanent upgrade to your account. permanent upgrade to your account that's offered once you reach 12 sigils. The gold game from this booster is going to make it at least 5 times as good as any other offer that you're going to see in the shop. For example, if you're going to play this game for a year, over your first year you're going to get more than 30,000 coins from this booster. Okay, also am Ende ist die Message relativ klar. Der Arclight Booster, der boostet deinen Account für 20 Euro. Ja, das heißt, du kriegst einen 50% Boost, ne, provides a boost to Coins, also für die Coins, die du bekommst, während des ganzen Spiels für Lifetime, für immer. Und Orky Bank accumulates an additional retroactive coin bonus to the Arclight Booster for completing campaigns and heroic missions. So, relativ klar, Leute. Ja, das ist ein Arclight Booster, ist am Anfang ein Startbooster, der dich sowohl für die Earnings von Kampagnen, wenn ihr was bekommt, als auch für das ganz normale Münzenfarmen einen 50% Boost etc. gibt. Also wer reinpayen will, der nimmt auf jeden Fall den Arclight Booster. This game completed as free to play, don't worry about that. In addition to the big PvE campaign, the game also features PvP, and lots of it. PvP is unlocked at 8 sigils, so you're hardly anywhere into the campaign and you already get PvP unlocked. But okay, I would recommend not to step into PvP at that point yet. Sure, that's an option, you can go and play PvP, I mean, it's not impossible, but the thing about PvP is that you really want to unlock your Arclight searches and your dungeons. You get those at 22 sigils and 30 sigils, and you get sigils from progressing through the campaign. Okay, also anscheinend ist es so, dass du mit den Sigils ja verschiedene Steps in dem Spiel freischalten kannst. Du kannst Dungeons freischalten, du kannst Modes freischalten, sowie PvP. Und die Empfehlung ist am Anfang, für den Progress weiter Dungeons freizuschalten, für die Währung Sigils und nicht 8 Sigils dafür zu benutzen, um den PvP-Modus freizuschalten. Das ist so die Message dahinter gerade. So, because you want to get those as soon as possible so that you can start doing those, then that kind of means that if you go into PvP and you don't go into the campaign and unlock those, then you're just missing out. You may also want to buy the Arclight Booster before you start doing a lot of PvP, if you intend. Ja, und diesen Arclight Booster, den wir gerade für 20 Euro gesehen haben, den kann man auch mit Sigils freischalten. Und der hätte höhere Priorität als der PvP-Modus am Anfang. To buy it, so that you will get more gains from that. The PvP mode in this game is partially pay to win. PvP has limited level caps. When your leader honor is below 1000, there's a level cap of 1 on all minis in PvP. So when you go into there, you're almost at level even if you go there like right at the start of the game. Obviously the opponent may have more minis, and they can also have talents on their minis that make them more effective, but the levels are going to be the same.
Up to 2000 honor per leader, level cap is 3, and up to 3000 honor per leader, the level cap is 5. But once you reach 3000 honor with your leader in PvP, there's going to be no level cap. The maximum level is going to be whatever players are able to get. Okay, also, ne, so wie es in allen WoW-Spielen gibt, ist natürlich die Einheit im PvP Ehre, also Honor. Und es gibt 3 verschiedene, beziehungsweise 4 verschiedene Level Caps. Das heißt, wenn du unter 1000 Honor bist, dann kannst du halt nur Level Cap 1 spielen. Das ist so ein bisschen, damit halt die Gegner auch vernünftig gegeneinander gepaart werden. Ab 3000 Ehre gibt's kein Cap mehr, dann ist das Max-Level halt 10, was du erreichen kannst im PvP. Und dann geht's rund. Wobei man sagen muss, dass das PvP-Level so berechnet wird, dass es deinem PvE-Level geteilt durch 3 abgerundet. Ne, also solltet ihr ein 12er PvE-Level haben, dann seid ihr in dem Falle, habt ihr dann ein 4er PvP-Level. Ne, also hier nochmal mit einer ungeraden Zahl, Level 13 ist Level 5 im PvP. The maximum level currently in the game in PvE is 30, and in PvP your level is going to be your PvE level divided by 3 and rounded up, which means that the maximum overall level in PvP is 10. And for example, if you have a level 13 mini... Ja, du kannst halt 30 im PvE erreichen und 10 im PvP. So if you're between 2000 and 3000 honor and you have minis that are below level 13 at that point, then your opponent is going to have a level advantage against you. So yeah, to get to PvP, you need to play some PvE campaign, although... Okay, wir alle wissen, dass Owl Guardian sowieso kein Fan von PvP ist. You can do so with any level minis and have a relatively level playing ground. The next thing that's going to unlock is guilds. Guilds are unlocked at 10 sigils, and I highly recommend joining a guild, because guilds over time accrue rewards for the member. Okay, also, ne, wir bleiben mal bei der Einheit Sigils, ne, wir konnten da den Arite Booster freischalten, wir konnten da den PvP-Modus freischalten und man kann mit 10 Sigils die Gilde freischalten. Und hier ist schon direkt gesagt, die Gilde hat die höchsten Rewards, die Player erreichen können. Deswegen ist die Empfehlung sofort, wenn du die Chance hast, in eine Gilde reinzugehen, in die Gilde gehen und mach dir keine Sorgen, die Gilde kannst du später natürlich immer frei wechseln, wie du willst. And the members can then claim those, and those rewards are really good. So you really want to join a guild. It's also easy to switch guilds. You can leave guilds at any time. You can join new guilds. So don't worry too much about your first guild choice, really. It's completely fine. But joining a guild is very good for you. As you keep progressing through the campaign, at 18 sigils you unlock uncommon upgrade for your first leader, and at 20 sigils you're going to unlock talents. And talents are super important, and talents make your minis much more powerful. Okay, jetzt wird's interessant. Also du kannst mit 18 Sigils deinen Leader upgraden und mit 20 kriegt er auch ein Talent. Wahrscheinlich eher so eine Art Ulti. Talente machen die Minis halt viel powerfuler. Also es wird schon so eine Art Ulti sein. You can get talents for minis once mini tree is uncommon, and then another talent when it reaches rare, and another one at epic. And here is one of the biggest traps in the game. At uncommon, you can only buy 1 talent for your mini, and you cannot switch. That's 1 talent, and you're stuck with that. Until you get your mini to rare, which could take weeks, your mini will have that talent and no others. Each mini has 3 talents available, and those are not equal. So okay, jetzt größte Falle beschreibt er. Du kannst aus einer Uncommon irgendwann ja eine Rare machen und jede Unit hat eigentlich 3 Talents, aber bei den Uncommons kannst du nur ein Talent wählen und dieses Talent ist für immer das Talent. Selbst wenn du Wochen dafür spielst, um diese Unit auf Rare zu bekommen, so ist es nicht möglich, das Talent zu switchen. Das ist dann das Talent, was du hast. Also wählt weise das Talent, weil es nicht mehr umzuswitchen ist. Some are good, some of them are bad. So you really have to be careful when you make your talent choices. Minis are upgraded by buying minis that you already own from the grid, which will give you mini stars. You need 3 stars to upgrade your mini from common to uncommon.
Sometimes also on the grid you're offered directly uncommon, rare or even epic minis. And those are really, really good deals because... Okay, also du kannst von Common to Uncommon to Rare mit Sternen und mit XP die Minis leveln. Ja, also es ist nicht so, du kannst die natürlich auch in dem Grid, also in dem Shop ziehen, direkt auf Rare oder auf Epic, aber es ist machbar, von Common auf Uncommon zu leveln. Deswegen sagt man auch vorsichtig mit der Talentwahl. Buying an uncommon, epic or rare mini directly from the grid is cheaper than upgrading an existing mini, so you should really consider taking those offers when they're available. 22. Wichtig ist auch, es ist manchmal günstiger, den Epic direkt zu kaufen in dem Grid, weil die Kosten für die Upgrades höher sind, als die Goldkosten in dem Grid, den direkt auf diesem abgegradeten Modus zu kaufen. Auch ganz interessante Aussage. Sigils is the most important point during your campaign progression, because at 22 sigils you unlock Arclight Surges. And Arclight Surges, 2 regions light up, and you can complete those missions with special rules, 10 missions overall, and you get new search on every Thursday and every Sunday. So twice a week there's going to be a search, and those searches are your main repeatable source of coin. Ja, okay, also ne, du kannst für 22 Sigils so eine Art Spielmodus, ne, Arclight Surges freischalten. Das sind halt ganz spezielle Kampagnen-Maps, die zweimal die Woche geupdatet werden, einmal am Donnerstag und einmal am Sonntag. Und die sind immer wiederholbar und du kannst dort halt Coins rausziehen. Ja, also 800 Coins für Woche und 1200 mit Boostern. Wenn du geboostet bist über diesen Arclight Booster. Und das ist schon eine Menge und lohnt sich auf jeden Fall, sagt er. Without the booster, you're going to get 800 coins per week from searches. With the booster, you can get 1200. So these are super important to unlock as quickly as you can, so that you can start doing these. Also es sollte das erste sein, was man freischaltet. Coins. Another major unlock is dungeons, which are unlocked at 30 sigils. And dungeons are used to upgrade the army slots of your leaders. So your leaders have these army slots. They need to match the unit. So for example here we have a troll in a horde slot. Troll is a horde unit, so troll gets a bonus level. And units can get up to 3 bonus levels from these slots. Then again, here we have an alliance unit in a horde slot, so that's inactive, doesn't give a level. You want to get all of these slots fully upgraded for your leaders that you play with to get many bonus levels on your characters. And you do so by taking that leader and going into the dungeon. Okay, also Dungeon kann man für 30 Sigils freischalten und die in den Dungeons kann man dadurch seine Anzahl der Slots erweitern. Also auch super wichtig, nach den Surges die Dungeons freizuschalten. Dann geht er nochmal darauf ein, dass man dann für jeden Leader auch gewisse Slots hat, die man belegen muss. Ne? Er macht jetzt ein Beispiel hier. Er hat im Horde-Slot auch einen Horde-Troll ein, dann kriegt er einen Bonus. Aber im zweiten Horde-Slot hat er einen Alliance-Mini drin, dafür kriegt er halt keinen Bonus. Ne? Also das heißt, die verschiedenen Leader haben auch verschiedene Herausforderungen, welche Minis ihr benutzen dürft. At level 5 for each leader, and every time you complete it with a leader, then it becomes more difficult for that leader. And you complete it more difficult until level 22, which gives you the maximum upgrades per leader. The dungeon changes each. Damit kannst du halt den Leader leveln. Ne? Jedes Level wird immer schwieriger für den Leader, aber dadurch wird der Leader halt ausgebaut und hat dann am Ende halt diese Voraussetzungen, dass er halt ein Maximum auch deine Armeen boostet. Ne? Deswegen ist es wichtig, den Leader halt in den Dungeons zu leveln. Week and also the leaders that can complete the dungeon change each week. It's a 5-week family rotation, so for example on a certain week you can only take Horde leaders to a dungeon, then only Alliance leaders, and so on. So it's really important to get your dungeons unlocked so that you can start upgrading your leaders, because you have to wait up to 5 weeks to get specific leader to be viable. Es gibt in so einer 5-Wochen-Rotation nur einen Dungeon, der eine bestimmte Art von Leaders levelt, ne? Also beispielsweise Horde-Leaders. Nach 5 Wochen rotiert das und dann kommt eine andere Herausforderung. Deswegen ist es schon wichtig, die Zeit zu nutzen, in denen die Dungeons verfügbar sind, um gewisse Leader dort zu leveln, weil du sonst die Möglichkeit nicht bekommst im weiteren Spielverlauf. For unlocking the army slots. The final unlock that you get through campaign progress is Heroic Campaign that you unlock at 50 sigils. The entire regular campaign is 75 sigils, there's 75 campaign missions, but you can start doing heroics of the first ones already at 50. When there's a heroic campaign,
The first clear of each mission is going to give you an XP. Okay, das sind dann die Heroic-Kampagnen. Characters from these. Then you need to clear these missions with all 5 families. Ist auch schön, ne? Als erstes Blackrock Mountain. Lions, with beasts, with Blackrock, with Horde, and with Undead. And once you clear a single mission with all 5, you're going to get 200 gold, 300 if you have the booster, and you're going to get a sigil. So this is the way that you progress past 75 sigils by completing your heroics. Nicht schlecht. These are all the main mechanics and systems in Warcraft Rumble. And I'm going to leave you with some gameplay tips as well, because how do you succeed in the actual fights? First of all, get more gold than your opponent. You want to mine gold, you want to open chests, you want to stop your enemy from mining gold and them from opening chests, because it's also an economic battle. If you have more gold, you have more units, and then you have an easier time winning. Also, all units have weaknesses. Sehr geil. So, when you see some kind of unit approaching, try to pick its counter unit. Also Leute, ich bin auf jeden Fall gehypt, ne? Es sind noch ein paar Basic Game Tipps, ne? Also ist jetzt auch jetzt nichts Weltbewegendes, ne? Versuche mehr Gold als der Gegner zu machen, ist halt immer ein guter Tipp, ne? Aber am Ende, ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Wir werden auf jeden Fall noch mehr von dem Content bringen. Das war jetzt erstmal so ein Einsteiger-Ding, dass ihr auch die Möglichkeit bekommt, wenn ihr am 3. November in das Game einsteigt, zu wissen, welchen Hero benutzt ich. Ne, haben wir ja vorhin gelernt, ne? Grommash, Tyrion. Dass ihr jetzt nicht komplett lost irgendwas pickt, ne? Weise mit den Talents umgehen, ja, und die Sigils benutzen, um die einzelnen PvE-Content-Sachen freizuschalten, noch nicht in PvP zu gehen. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir hier in Kontakt bleiben. Vielleicht über den Discord, Leute. Ihr wisst ja in der Beschreibung, gründen wir auch eine eigene Gilde und ich spende die Sigils da rein, dann können wir gemeinsam schon die Rewards abgreifen. Deswegen einfach mal den Discord adden. Da wird es vielleicht die nächsten Tage dann auch eine Sanktion für Warcraft Rumble geben, wo ihr euch auch organisieren könnt. Und in dem Sinne, habt viel Spaß. Euer Grumpi. Channel im Auge behalten. Bis dann. Ciao, ciao.